Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo dazu kommt wieder ans Ende des Videos mit den Regeln, wie sie funktioniert und so weiter. Gut, dann springen wir mal rein. Okay, bevor wir heute starten, zwei Sachen. Ja. Erstens, weil ich weiß nicht warum, in letzter Zeit, ich krieg so viele Bots und Scammers in den Kommentaren. Wirklich. Ich bann, glaube ich, an die 50 Stück pro Video. Das kostet mich zu viel Zeit. Deswegen, ich probiere das jetzt mal, werde ich das jetzt mal für die nächsten Videos ändern, dass nur Leute, die auch ein Abo abgeschlossen haben, das normale, kostenlose Abo, auch kommentieren können. Einfach nur, damit ich diese Vollidioten, die, ich weiß nicht, ich habe mittlerweile eine Bannlist von 500 Mann, dass die zumindest einen Knopf drücken müssen und zumindest eine Stunde warten müssen, bevor sie ihre Scheiße in den Chat posten können. Ja, weil ich rede so von Sachen, joint mein WhatsApp und ihr werdet reich und so ein Blödsinn. Ja, so richtig schöne Scammers von der schlechten Art. Ja. Mal schauen, ob es funktioniert. Und zweitens, vor allem eine Sache, die ich vor allem wegen der englischen Community klarstellen muss. Bei der deutschen ist es nicht so ein Problem. Aber wie ihr wisst, mache ich ja jedes Video gleich. Ich möchte eine Sache klarstellen, weil ich jetzt schon ab und zu 1 bis 3 bis 5 Leute haben, die sich extrem aufregen, wenn entweder ein Stock bearish oder bullish geht. Ich stelle das nochmal absolut klar. Ich präsentiere euch so gut wie möglich einen neutralen Chart mit einer bullischen und einer bearischen Variante. Wenn man sich nur die Variante anschaut und ernst nimmt, die man mag, und es geht dann in die andere Richtung, ja, was kann ich tun? Das ist nicht aber das große Problem. Das größere Problem ist, dass ich mittlerweile ziemlich oft Nachrichten bekomme aller Art, hey Alter, ich habe nach der Aktie gefragt. Die war nicht im letzten Video. Was bildest du dir eigentlich ein? Und bei sowas, vor allem wenn es unhöflich wird, hört bei mir auf. Ja, sage ich wirklich dazu. Ich möchte nur eins wirklich sicherstellen, dass ihr es versteht. Das ist kostenloser Content. Ich verkaufe kein 500 € Trading Discord. Ich verkaufe keinen Kurs. Und ich verkaufe nicht einmal bezahlte Kanalmitgliedschaften, was ich könnte. Ja? Aber ich habe mir vorgenommen, ich belasse diesen Kanal gratis. Ich zeige euch auch nur meine Idee, ja, wie ich es tracke. Ja. Ob ihr damit einverstanden seid oder nicht, ist eure Sache. Aber von mir vor allem in so derben Worten was zu verlangen, auf sowas gebe ich einfach die Antwort, ihr könnt scheißen gehen. Also diese speziellen Leute. Ja, sage ich nur dazu. Und zwei letzte Sachen noch. Erstens, ich sage es noch einmal, ja, weil es da auch schon Antworten gibt, mit wem redet der und so weiter und so fort. Diese Fractal Theory, die ich euch anbiete, an der habe ich mitgearbeitet. Ja. Sie stammt nicht hundertprozentig von mir. Und mit diesen Leuten, mit dieser Gruppe, arbeite ich noch immer zusammen, weil ich noch immer der Meinung bin, und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern, man sollte nie alleine vor allem bei der Börse arbeiten, weil man kann eine Tunnelversion bekommen. Man sollte, auch wenn man noch so sehr davon überzeugt ist, sich eine andere Meinung einholen. Und im besten Fall ist das eine andere Meinung, die mit derselben Methode arbeitet wie einer selbst. Habe ich schon gesagt? Ja, ich sag's nochmal dazu. Und weil jetzt mittlerweile, vor allem, wie gesagt, es ist vor allem die englische Community, Missverständnisse aufkommen. Ich werde ab jetzt bei jedem Stock, bei jedem Tracking, präsentiere ich euch, wenn es geht, zwei Varianten, die bullische und die bearische. Und zum Schluss von jedem einzelnen Stock werde ich ein einzelnes Fazit machen, wo ich meine persönliche Meinung dazu gebe. Das hat nichts mit den Fractals zu tun, also nicht mit bullish oder bearish. Ich sage dann immer nur dazu, welches mir besser gefällt. Weil vor allem anscheinend bei AMC, GME und Beyond
weiß ich nicht, ich kann mir den Mund fusselig regeln, aber dann heißt plötzlich, jetzt bist du doch bullisch, jetzt bist du doch bärisch, obwohl ich das meiner Meinung nach eindeutig dazu sage. Ich kann mich hier irren. Okay, fertig. Gut. So, jetzt fangen wir mal mit dem Tracking an. Weil es jetzt schon länger her ist und weil sich ein paar Sachen geändert hat, wir machen heute das ganz große Roadmap 2.0 Tracking. Das bedeutet, ich werde durch so viele Aktien, die wir haben, vielleicht sogar durch alle, durchgehen und alles von vorne bis hinten nochmal erklären. Das wird ein verdammt langes Video werden. Okay, gut. Mit EMC fangen wir an. Als erstes, weil wir heute durch alles durchgehen, wir gehen durchs ganze Tracking. Ja? AMC hat ein Megaphone-Pattern, meiner Meinung nach. Kann man anders sehen, wie man will. Ich meine, okay, hier haben wir bei der oberen Linie haben wir mehrere Linien. Dazu sei halt, also mehrere Touchpoints. Dazu sei auch gesagt, ich zeichne diese Trendlinie am liebsten so, weil wir hier die meisten Touchpoints haben. Wir können diese Trendlinie allerdings auch so zeichnen. Ja? Dann, ich mag das noch nicht so, weil ich bin noch immer der Meinung, dass diese Trendlinie vor allem der Rejection Point für unseren Squeeze 2021 war. Ja, und bei der unteren Linie geht es nicht anders. Dieses Megaphone-Pattern ist an sich relativ wichtig, weil wenn es ein Megaphone-Pattern ist und vor allem wenn AMC überleben soll, dann egal ob wir jetzt dann einen Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze machen, egal ob wir 2026 noch etwas sehen oder erst 2027, damit dieser Stock sich erholt, müsste es logisch sein, dass wir irgendwann diese obere Linie treffen. Sind blöde Preisziele, ich weiß. Aber ganz ehrlich, schaut euch bei der Börse um, vor allem dieses Jahr. Ja? Wenn mir irgendjemand erzählen will, das funktioniert nicht und es gibt keine Stocks, die 16, 20, 30.000% läuft. Googelt es. Es passiert öfters, als ihr denkt. Gut, jetzt fürs Tracking. Also, wie der Squeeze 2021 abgelaufen ist. Ja? Wir hatten hier von März 2020 bis Jänner 2021 unser Tri-Peak. Ja? Oder, ja, unser Tri-Peak. Dann sind wir ausgebrochen hier. Wupp. Dazu muss auch eins dazu sagen, mittlerweile kapieren das, glaube ich, auch alle. Die 200 EMA war hier. Die 200 EMA war nicht der Grund für den Squeeze. Der Squeeze hat meiner Meinung nach hier unten schon angefangen. Die 200 EMA war nur im Weg. Ja? Weil die Theorie, sobald wir die 200 EMA brechen, squeezen wir, haben wir jetzt mittlerweile schon erledigt, dass das nicht stimmt. Dann sind wir ausgebrochen. Meiner Meinung nach zu unserem A. Ja? Wir könnten es allerdings auch nennen, dass unser A irgendwo hier unten ist und das ist unser B. Ist ja aber in dem Fall wurscht, weil entweder das ist unser A und irgendwo hier drin ist unser B oder hier drin ist unser A und das ist unser B. Ja. Im Prinzip ist es wirklich egal, es ist nur eine Beschriftungsart in dem Fall. Ja. Wir sind aus unserer Haupt-Resistance-Lines, außerhalb unserer Trendline ausgebrochen. Squeeze und haben einen Breakout-Retest gemacht. In dem Fall auch einen perfekten 618 Pullback. Dazu kommen wir noch. Dann haben wir über Monate diesen Schwachsinn hier gemacht und dann sind wir raufgeknallt zu unserem Allzeithoch. Und seitdem geht es hinunter. Ne? Wir haben jetzt hier unser L gehabt, unser Midpoint. Ob jetzt dieser Midpoint oder dieser Midpoint spielt auch nicht wirklich so eine große Rolle. Sind runtergefallen in den Mai, sind raufgekommen zu unserem T, unserem Last Time to Sell für die bullische Variante, sage ich auch gleich dazu. Und nachher sind wir zu unserem neuen Allzeit-Low runtergekracht. Ja. So, bevor wir ins Micro-Tracking hier unten gehen. Für die bullischste Variante, also für die, dass wir jetzt squeezen, dieses Jahr, würde das bedeuten, wie hoch würden wir gehen? Und die nächste Frage, wird es ein Ein-Part- oder Zwei-Part-Squeeze sein?
Ich sage gleich dazu, ich bin einer von denjenigen, ich gehe von einem Zweipart-Squeeze aus. Ganz einfach, weil 2021 am Ende des Fractals haben wir einen Zweipart-Squeeze hingelegt. Ich habe aber nichts gegen einen Einpart-Squeeze. Ja, also Einpart-Squeeze bedeutet einfach, im besten Fall, wir brechen über Allzeit hoch und für mich höchstwahrscheinlich, wir knallen unseren Kopf an diese Trendline. Das würde bedeuten für Juni, Juli irgendwas zwischen 800 und 900. Ja? Wenn wir doch einen Einpart-Squeeze machen würden, haben wir dafür Preisziele. Ja? Im besten Fall wiederholen wir das Gleiche, was wir 2021 gemacht haben. In dem Fall müssen wir über diese Haupttrendlinie hier, ich mache die mal rot, damit ihr das seht, ja, müssen über T und müssen so hoch gehen, dass der Pullback, der Breakout-Retest nachher nicht diese Trendlinie bricht. In dem Fall nehmen wir von unserem Allzeitlow hier die FEB und schauen, wie hoch wir gehen, dass wir im Juni, Juli, August nicht unter die 618 und vor allem nicht unter diese Trendlinie fallen. Und in dem Fall, ganz ehrlich, ist unser Ziel Preistarget 3. Es wird irgendwas zwischen 100 und 180 Euro sein. Was Wahnsinn ist. Ich weiß. Es ist nur nicht so, als hätten wir das nicht schon mal gemacht. Ja? In 2021 waren es das erste Mal 1200%, beim zweiten Mal 1300%. Im Mai waren es nur 400%, aber das war halt nur ein Zwischenschritt. Gut, in dem Fall wären es 18.000%, ist mir schon klar. Aber auch das, es wäre nicht, also es wäre das erste Mal für AMC, aber es wäre nicht das erste Mal für andere Stocks. Bei einem Einpart-Squeeze, also beim Zweipart-Squeeze, was passiert nach einem Zweipart-Squeeze? Wen interessiert? Also wer hier oben nicht verkauft, tut mir leid, aber dann seid ihr selber schuld. Ja. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, sollten wir gappen und irgendwo hier oben landen, wer dann auch nicht verkauft, ist auch selber schuld. Also für mich persönlich alles über $50. Wer ab $50 einen Verlust macht, okay, kann ich nicht helfen. Ja. Was würde als nächstes passieren? Was auch immer. Einpart oder Zweipart. Ich bin noch immer der Meinung, es wird maximal eine Woche dauern für einen Squeeze, wenn wir gappen. Ja. Der Knall hinunter wird irrsinnig schnell passieren. Ja. Sieht man hier, hier. Eigentlich an jeder Squeeze-Candle von AMC hat man vielleicht sogar ab Öffnung nur noch 10 Minuten Zeit. Für einen Zweipart-Squeeze bin ich der Meinung, wir werden dann hier runterfallen zur 618, vielleicht sogar direkt auf diese Trendlinie. Ja? Also bei einer Öffnung bei 180 wäre das nachher dann $6. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich diese Sektion wieder ausspielen. Und diese Sektion meiner Meinung nach, ihr müsst euch schauen, wie lange hat sie damals gedauert. Damals hat die 118 Tage gedauert. Könnte genauso lang oder länger sein. Dieser Part, wenn wir einen Einpart-Squeeze machen, schickt uns für den zweiten Pass in 2027, vielleicht sogar in 2028. Weil wir werden langsamer. Ja. Somit, kein finanzieller Advice, ich würde es nicht halten. Ja. Ab 75 würde ich aufpassen. Ja, sage ich nur. Gut. Ja. Okay, das wären die. Jetzt gehen wir ins Micro-Tracking rein. Ja. Und heute gehen wir wieder mal die bullische, die bärische und die katastrophale Variante durch. Wir fangen als erstes mit der bullischen Variante an. Mit der bullischen Variante, ganz ehrlich, wir müssen langsam Gaps sehen. Ja? Wir haben hier auch ein paar Vergleiche, weil ganz ehrlich, genau hier in 2021, genau hier, war auch die Ankündigung, dass die 200 Millionen Dilution fertig war, die seit Monaten damals gelaufen ist. Und jetzt letzte Woche, Freitag,
wurde die 150 Millionen Dilution angekündigt, dass sie fertig ist. Ja? Könnte Zufall sein, vielleicht auch nicht. Aber für die absolut bullische Squeeze-Methode möchte ich zumindest nächste oder übernächste Woche Gaps sehen. Wir brauchen Gaps. Genauso wie 2021, wir brauchen Gaps. Das wird die absolut bullische Variante. Wir haben Spaß nächsten Montag, wir haben Spaß eine Woche danach. Ja. Für AMC alleine, das derzeit schaut verdammt gut aus. Jetzt die nicht so bullische Variante. Und die bedeutet, wir machen mit dem Cars weiter, den wir jetzt seit März angefangen haben. Wir haben wunderschöne Tage, 10, 20% und gehen stetig rauf, aber ohne Gaps und langsam. In dem Fall haben wir hier unser V, unser alter Bloß, sind rauf zu unserem kleinen A gelaufen, haben einen schönen 618 Pullback gemacht, sind weitergelaufen. Auch für die Variante würde ich sagen, könnten kleine Gaps drin sein, aber wenn wir hier so weitermachen, dann werden wir wahrscheinlich hier raufrennen. Ja, nehmen wir das hier mal weg. Wir werden hier raufrennen. Irgendetwas zwischen 3,50 und 4,50, $5. Ja, irgend sowas. Das wird dann unser kleines B. Dann machen wir einen 0,5 Pullback. Und dann werden wir nochmal bouncen. Und dann höchstwahrscheinlich, weil wir keine Gaps machen, wird das unser C werden. Und dieses C ist nicht irgendein C. Dieses C würde unser Last Time to Sell werden. Und das ist der Scheiß dran, wenn wir keine Gaps sehen. Und das bedeutet nur, wir werden diese Haupttrendlinie rejecten und den Rest des Jahres werden wir fallen. Lower High, Midpoint, T. Ziel ist irgendwas zwischen 80 und 20 Cent. Neues Allzeitlow. Und dann haben wir noch eine Chance, nächstes Jahr zu gehen. Ja. Die Variante kennt sie schon, ja, weil die Marco Position vom letzten Jahr wäre entweder hier im September 2020 oder hier im November 2020. Eine von den beiden wird sein. Und das ist dann unser Ziel. Ja. Das gleiche gilt, werde ich jetzt nicht so unbedingt erwarten. Das ist die absolut bärische Variante. Das gleiche gilt, wenn wir jetzt von Montag an, warum auch immer, droppen. Ja. In dem Fall gehe ich trotzdem davon aus, dass wir unsere No-No-Linie noch nicht unbedingt brechen, also 1,42, aber wir würden hier einen Pullback bekommen, würden nochmal raufgehen, würden aber kein höheres High machen, sondern ein Lower High. Und dann machen wir das gleiche schon früher. Ja. Im Endeffekt, bei den beiden Varianten, also ich meine, bei der oberen Variante kann man noch immer Geld machen. Beide Varianten fallen allerdings bis Ende des Jahres. Ja. Somit, ja. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn wir jetzt ab nächsten Montag Gaps sehen. Ja, wir werden uns heute IWM noch anschauen. Schaut auch gut aus. Ja. Gut. Jetzt noch schnell zum Fazit, ja, bevor wir drüber gehen. So. Fürs Fazit. Für AMC alleine. Ja, und was meine ich damit? Ja? Wenn man AMC alleine anschaut, super. Es schaut gut aus. AMC ist noch nicht alleine. Für AMC zählt COS und GameStop auch noch dazu, aber darüber redet man nach GameStop. Für AMC alleine. AMC schaut alleine extrem bullisch aus. Für die Levels, alles über $2,47 ist bullish. Alles über $4,07 ist extrem bullish. Gleichzeitig aufpassen, alles von, wo wir jetzt gerade sind, bis zu $9, wenn wir irgendwo in dem Preissegment einen Abpraller bekommen, und mit Abpraller, damit das nochmal absolut klar ist. Mit Abpraller meine ich dann schon sowas. Ja? Das ist extrem bärisch. Wie vorher erklärt, die Wahrscheinlichkeit, dass das TS ist sehr hoch. Ja? Ja, das ist mein Sentiment für AMC alleine, ist mein Fazit. Ja?
Hat nichts mit der bullischen, nichts mit der bärischen Variante zu tun. Das ist meine Meinung. Und noch dazu eins dazu sei gesagt, noch, ganz ehrlich, ich tracke das nicht bis Juli bullish. Ja? Wir sind jetzt schon extrem über der Zeit. Ja? Ich gebe AMC den Juni noch und eigentlich nur noch die nächsten 1-2 Wochen. Ja? Oder vor allem GameStop, aber dazu kommen wir gleich. Aber nein, also ihr werdet mich nicht erleben, okay, Juni ist vorbei, es wird hundertprozentig Juli. Oder Juli ist vorbei, es wird hundertprozentig August. Es ist nicht August, okay, es wird hundertprozentig Oktober und so weiter. Ja? Dafür gibt es genug andere. Ja? Für mich spielt die Zeit eine Rolle. Ja? Okay, gut, dann springen wir gleich rein in GameStop. Und ich muss ehrlich sagen, GameStop war letzte Woche nicht so dolle. Ja? Aber fürs Tracking. Ne? Fürs Tracking machen wir diesmal wieder das Ganze. Das bedeutet einfach, das einzige Problem, was wir bei GameStop noch immer haben, ist, dass mir manche Broker anzeigen, dass das Allzeitlow ist und andere Broker und Google zeigt mir an, dass das Higher Low ist. Ja? Das spielt allerdings nur fürs Makro-Tracking eine Rolle. Und mit dem meine ich, was ist das hier? Ja, ist das ein großes A, ist das ein Higher Low und C und so weiter und so fort. Ja, das interessiert uns jetzt noch nicht. Gut. Für GameStop generell. Wir haben unser Low gehabt, egal ob es jetzt ein Higher Low war oder ein Lower Low, im April 2020. Dann sind wir raufgerannt mit AMC 2021 zu unserem A. Und dasselbe mit der Trendlinie. Ja, wenn man sich das hier anschaut, ist dasselbe wie bei AMC. Man kann jetzt diese Trendlinie entweder so zeichnen, dann würden natürlich höhere Preisziele dabei rauskommen, oder so wie ich es lieber mag, ist, dass wir es so nehmen mit den meisten Price Points und vor allem mit der Rejection von 2021. Dann haben wir einen Pullback gemacht, und zwar einen wunderschönen 0,5 Pullback für unser A. Gut, und jetzt seit 2024 gibt es zwei Varianten. Ja? Im Großen und Ganzen, für die bullische Variante sind das zwei Higher Lows. Für die bärische Variante ist das ein Higher Low, aber dazu kommen wir gleich. Für die bullische Variante ist hier, wir sind ausgebrochen zu unserem C, und das ist ein komplettes Fractal. Ja? Wo irgendwo hier drin unser M ist und hier ist unser letztes T. Das ist die einzige Möglichkeit, das noch bullish zu tracken. Ja? Und hier mit dem japanischen Crash war unser V. Und seitdem machen wir Higher Lows. Was meine ich damit? Das bis November war ein Higher Low. Funktioniert auch wunderschön. Hier unter der 786. Und das, was wir jetzt machen, ist ein Higher Low. Auch wunderschön. Noch. Bevor wir hier ins Micro-Tracking reingehen, wenn das bullish ist und vor allem zeitmäßig, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich das sagen muss, aber also für mich persönlich ist die Zeit für GameStop eigentlich schon vorbei. Ja, wir hätten letzte Woche ausbrechen sollen. Aber für das Bullische brauchen wir einen verdammten bullischen Ausbruch. Ja. Ziel ist irgendetwas auf dieser Linie. 360 bis 400. Wenn wir dasselbe machen wie 2008, können wir auch ein bisschen drüber schießen, 500, 600. Aber nicht mehr. Ja, also ihr werdet es von mir nicht hören, ja geil, gut, 5 Millionen per Share. Das ist einfach nur dumm. Meiner Meinung nach. Ja. Was wird danach passieren? Wir werden runterknallen. Dasselbe wie bei AMC. Für GameStop wird es wahrscheinlich ein 0,5 werden, ja, auf dieser Linie hier. Dann ist es aber noch nicht vorbei. Ja, weil genauso wie 2024 und 2021 machen wir danach ein Lower High.
und erst dann knallt es runter. Ja? Ja, mal schauen, wie das ausschaut. Der Pullback allerdings dann hier, der dann kommt. Es ist dasselbe Pullback wie hier. Es ist dasselbe Pullback wie hier. Der wird Jahre dauern. Ja, sage ich wirklich auch dazu. Der wird Jahre dauern. Also, wenn man sich das anschaut, der hier hat wie lange gedauert? 1108 Tage. Und im besten Fall hat der 763 Tage gedauert. Ja. Der wird Jahre dauern, bevor wir dann erst C sehen. Ja. Er sollte allerdings nicht mehr unter diese Trendlinie fallen. Gut. Fürs Micro-Tracking, falls wir aus warum auch immer, falls wir jetzt nicht nächste Woche gappen sollten, möchte ich von GameStop trotzdem das A sehen. Ja? Wir müssen über diese Trendlinie verdammt nochmal drüber. Wir müssen. Ja? Und nicht nur langsam, sondern jetzt. Ja? Das wäre hier unser A. Wir müssen hier drüber. Ich gehe von einem Preisziel, also wir müssen über 28. 28 bis 35. Warum müssen wir das, wenn wir nicht was komplett Eigenartiges Neues machen? Weil, schaut es euch an, bevor wir gesqueezed sind, hier 3. Mai, haben wir unser A gemacht. Montag sind wir raufgeschossen, oder am Freitag haben wir eigentlich schon angefangen. Ja? Und den kompletten Rest der Woche sind sie zur Seite gelaufen. Dasselbe für 2021. Das ist die Landmark hier für 2021. Wir sind raufgeschossen und dann zur Seite gelaufen. Ja? Ich möchte es von GameStop sehen, wenn wir nicht was komplett Neues machen. Ich muss allerdings sagen, meine Erfahrung ist, jedes Mal, wenn man denkt, okay, diesmal machen wir was komplett Neues, läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass es nichts Neues war, sondern dass man einfach zu bullisch war und die bärische Variante nicht ernst nehmen wollte. Ja? Gut, das wäre die bullische Variante für GameStop. Jetzt kommen wir zur bärischen. Und die bärische Variante bedeutet nur eine Sache. Das passt alles noch. Sogar das passt hier noch. Die einzige Sache ist nur, ich habe euch ja vorher gesagt, für die bärische Variante ist das ein großes Higher Low. Ja? Nicht zwei kleine, sondern ein großes. Das Problem an der Sache ist, dass dieses eine große Higher Low nicht fertig ist, nicht mal annähernd. Weil ein Higher Low endet immer in einem V under A. Und unser A-Boden ist hier bei 13,62. Und unsere 786, wenn man nicht weiß, wo der A-Boden ist bei 15,71. Ja. Ist nur leider nicht das einzige. Das nächste ist, wir haben hier unser C, unser L. Für wenn das Ganze ein Fractal ist das hier unser M. Weil, wenn man sich das anschaut, hier hat unser L angefangen. Die Buchstaben sind erst dann fertig, wenn sie ein Lower Low gemacht haben. Und das L wurde erst hier beendet. Das bedeutet auch, dass das M, der Midpoint, erst hier angefangen hat, aber nie beendet worden ist. Wir haben nicht ein einziges Mal ein Lower Low gemacht. In dem Fall, wenn ich damit richtig liege, dann muss GameStop hier runter. Wird nochmal raufkommen. Ja? Und weil so viele Leute sagen, es wird auf jeden Fall zu 17, 16 gehen und dort bouncen und squeezen, hier werden alle schreien, seht ihr, sie hatten recht. Und AMC bounced. Nur meiner Meinung nach werden wir dann hier raufkommen. Maximal zu dieser Trendlinie, also sagen wir mal 23, 25 Dollar. Das wäre dann erst unser T. Und dann fallen wir zu unserem V&A. Dann Higher Low und dann können wir wieder anfangen. Und dieser Punkt für dieses V gehe ich von Oktober, November aus. Higher Low in den Dezember, Jänner. Nächstes Jahr, Jänner bis Mai, haben wir dann wieder die nächste Chance. Ja, für GameStop. Ja. Auch kacke ist, wenn wir uns anschauen, was wir letzte Woche gemacht haben. Ja. Weil das war halt,
Ich weiß es nicht. Also es war echt doof. Wenn man sich jetzt nur diese Sektion hier anschaut, nur diese, ja, dann haben wir hier einen Top. Nein, das ist ziemlich eindeutig. Ja. Für die bärische Variante war das hier unser Lower High. Und das war hier unser M. Ja. Und wenn man sich das auch ohne mein Trading, ohne meine Methode anschaut, seht ihr, was wir die ganze Zeit, seitdem wir hier sind, machen? Wir rejecten diese Linie verflucht nochmal andauernd. Ja. Wenn das so weitergeht, gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten 2 Wochen unter 1962 fallen. Ja. Wenn wir hier so weitermachen, dann sind wir spätestens Ende Juni hier drunter. Ja. Und eins der zwei für die Levels, ja, fürs Fazit kommen wir gleich, für die Levels, um bullish zu sein, wir müssen über 24. Wir müssen vor allem über diese Trendlinie drüber. Ja. 24 wäre schon verdammt nochmal bullish. Und wie ich immer sage, alles über 26, ole. Ja. Wir reden nicht mehr über die bärische Alternative, ist super. Ja. Gleichzeitig muss ich allerdings sagen, erstens, alles über 20, unter 2089, also alles unter diesem Low. Und ich gebe Games der bullischen Variante vielleicht noch 0,5%. Alles unter 1965 und es gibt für dieses Jahr keine bullische Variante mehr. End of story. Für mich. Ich kann falsch liegen, ja? Aber für mich persönlich gibt es keine bullische Variante mehr. Ja? Fürs Fazit. So, hier ist mein Fazit für GameStop alleine. Ja, also wenn man nur GameStop anschaut, was wir klarerweise nicht tun, weil wir schauen uns auch AMC und COS an. Für GameStop nur alleine bin ich bearish. Ich habe das immer schon gesagt. Erstens, wir sind über der Zeit, ohne dass GameStop auch nur einen müden Finger krümmt. Diese Version, diese Bewegungen hier kann ich nicht als bullish deklarieren. Für Levels, alles unter 2091 ist sehr bearish, alles unter 1962 und es gibt für mich keine bullische Alternative mehr. Wie gesagt, alles über 24, super. Alles über 26, geil. Es gibt keine bearische Alternative mehr. Aber Zeit. GameStop muss anfangen, was zu tun. Gut. Und jetzt noch das Fazit für die Memes generell, also für AMC, GME und COS, weil die gehören zusammen. COS schaut super aus. AMC schaut super aus. Nur GameStop nicht. Das ist derzeit wirklich mein allergrößtes Problem. Ich zeige das mal ganz kurz. So. Linke Seite GameStop 2024, rechte Seite AMC 2024. Ja. In dem Moment, wo AMC sein letztes Higher Low gemacht hat, bevor es raufgeschossen ist, was hat GameStop gemacht? GameStop hat sein A gemacht. Das sind wir bei GameStop derzeit eindeutig nicht. Dasselbe wird 2021. Hier, linke Seite 2021, ja, Jänner für GameStop und dasselbe halt auch für AMC. Und auch hier, in dem Moment, wo AMC sein Higher Low gemacht hat, ist GameStop schon gelaufen. In dem Moment, wo AMC schon sein erstes Gap hatte, ist GameStop schon längst gelaufen. Ja? Was bedeutet das jetzt? Kann jetzt plötzlich, ändert sich die Geschichte plötzlich? Ist diesmal AMC als erstes? Gibt es die Möglichkeit? Ja. Aber dann braucht ihr euch Tracking-Videos nicht anschauen. Ja? Weil das ist noch nie passiert. Noch nie. GameStop war immer erster. AMC war immer dahinter. Kann es sein, dass die zwei nicht mehr synchronisiert sind? Das bedeutet, AMC rennt drauf und GameStop macht vielleicht die bärische Variante. Gleiches Schema. Dann braucht ihr euch Tracking-Videos nicht mehr anschauen. Weil es wäre auch das allererste Mal. Ja? Ja? Also, wenn GameStop, meiner Meinung nach, warum ich bearish?
Also ich würde sagen, wenn wir nächste Woche gappen, wenn wir in den nächsten 2 Wochen gappen, super. Jeder ist glücklich. Ja? So wie es sich jetzt für mich darstellt, und wie gesagt, ich kann mich irren, gehe ich eher davon aus, dass wir die nicht gar so bullische Variante für EMC machen. Ja, und das bedeutet einfach, wir sind entweder im September 2020 oder schon im November. Das bedeutet aber auch, unser Ziel ist 5 bis 9 Dollar und nicht höher. Und das bedeutet für GameStop, wir machen die bärische Variante, wo wir zu 13 Dollar gehen. Ja. Ich gehe eher davon aus. Ich kann mich wirklich dabei irren. Aber mein größtes Problem ist wie immer und noch immer GameStop. GameStop ist mir zu langsam. Außer wir machen diesmal vielleicht wirklich eine Variante, wo GameStop einfach mit EMC raufgibt. Ist nur noch nie passiert. Ich glaube, ihr werdet es auch von anderen hören. EMC gapt von den Tiefen immer und GameStop gapt schon im Run. Wir sind nicht im Run. Sind wir nicht. Somit GameStop macht diesmal entweder was komplett anderes und Neues, wo ich dann wirklich sagen würde, dass GameStop nicht trackbar ist. Ja? Oder es macht nichts Neues. Wir versuchen uns nur auf die bullische Variante zu versteifen. Ja? Also generell als Fazit für Memes, ich muss ehrlich sagen 50-50, es tut mir echt leid. Ja. In dem Fall würde ich sagen, man kann mit EMC auf jeden Fall Geld machen. Ja? Ob nur 7 oder 10 Dollar oder Squeeze ist ja wurscht. Man kann damit Geld machen. Ja? Auf GameStop würde ich derzeit nicht wetten. Ja? Kein finanzieller Advice, nur meine Idee. Wenn überhaupt, würde ich Putz für GameStop kaufen, ja, ganz ehrlich. Ja? Aber, ich meine, das ist nur meine Idee. Wenn ich recht behalte, ja, oder wenn ich falsch liege, man muss das wirklich, ich sehe das so. Wenn ich recht habe, können Sie mit EMC noch bis 5 bis 7, 8, 9 Dollar Geld machen. Wenn ich falsch liege, können Sie mit diesem gleichen Geld Squeeze Geld machen, weil EMC und GameStop raufschießen. Wenn ich recht habe, können Sie mit GameStop kein Geld mehr machen. Also nicht nach oben, weil dann geht es hinunter. Wenn ich falsch liege, können Sie mit GameStop Geld machen. Wenn man sich also das beides so anschaut, meiner Meinung nach, ist es eigentlich nur logisch, mit EMC zu spielen. Ja, gut. Okay, das wäre EMC und GameStop. Dann springen wir rein in Beyond. Gut. Für Beyond heute auch mal wieder das Ganze. Wie Beyond generell ausschaut. Beyond hat seine IPO angefangen, in meiner Meinung nach in der Hälfte von seinem letzten C-Run. Ja. B, A und V haben wir nie gesehen. Ja. Wir haben nur klarerweise von hier gesehen. Also das muss man sich sozusagen vorstellen. Dann haben wir unser Low High gemacht, unser Midpoint. Die Punkte hier, die sind alle fix. Daran wird sich wegen bullish und bearischer Variante nichts ändern. Dann hatten wir unseren Last Time to Sell, bevor wir zu unserem Allzeitlow gefallen sind für die bullische Variante. Und das ganze Ding von Oktober bis heute für die bullische Variante ist unser Higher Low. Ja? Als erstes gehen wir, okay, Moment, machen wir die große Sache weiter. Wenn wir hier unten bullish rauskommen, dazu kommen wir gleich. Was ist unser nächstes Ziel? Für die bullische Variante, und das habe ich seitdem ich angefangen habe, Beyond zu zeigen, gesagt, oder nicht seitdem, aber seit einigen Monaten, unser nächstes Ziel ist unser Makro A. Das ist über dieser Trendlinie. Es muss über T sein. Bevor es zu laut wird. Sorry. Und der A muss über T und unter M sein. Das bedeutet zwischen 15 und 44 Dollar. Irgendwo in dem Bereich. Wenn wir bullish sind, gehe ich noch immer, es hat sich nichts geändert, davon aus, dass wir dieses Peak bis Juli, August bekommen werden. Ja?
Danach werden wir in der bullischen Variante einen Breakout-Retest von dieser Trendlinie machen. Ja? Oder einfach gesagt, auch ein 0.6 oder 0.5 Pullback. Passt perfekt für derzeit $24. Es würde allerdings die 0.618 für $42 auch perfekt passen. Weil eine Sache, auf das ihr hier achten müsst. Ja? Meine Zeichnungen hier. Ihr dürft nicht auf die Zeitachse hier unten achten. Ja? Diese Zeit, wenn ich irgendwas Zeitliches habe und mir was einbilde, schreibe ich das dazu. Ich versuche das nur so schön wie möglich zu zeichnen, damit man es versteht. Wovon ich allerdings ausgehe, ist, dass dieser Pullback hier bis zum Ende des Jahres dauern wird, wenn nicht länger. Ja? Weil ihr braucht euch nur die Pullbacks anschauen. Schaut euch den Pullback vom Higher Low an, schaut euch den Pullback vom T, von M und von L an. Die Pullbacks von den großen Buchstaben sind immer lang. Ja? Die Squeezes nach oben verflucht schnell. Aber von L bis zum Boden von M waren es 474 Tage. Von M zu T-Boden waren es 450 Tage. Vom T bis zum Higher-Low-Boden waren es 630 Tage. Ja? Das wird kein schneller Pullback sein, meiner Meinung nach. Kann mich irren. Ja? Aber das würde ich sagen bis Ende des Jahres, Anfang Mitte nächsten Jahres. Und erst dann würden wir rauf zu unserem B gehen, was über M liegen muss. Also irgendwas zwischen 45 und keine Ahnung, 200. Natürlich ist nichts ausgeschlossen. Vor allem, weil wir fertig sind, dass wir, wenn wir unten fertig sind, nicht einfach sowas machen. Ist nicht ausgeschlossen. Ich würde nicht darauf wetten, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und vor allem, wie gesagt, wir wissen nicht, wie A und B ausschaut. Im besten Fall werden wir jetzt dann sehen, wie A und B ausschaut. Oder ob es überhaupt ein A und B gibt und nicht einfach nur eine gerade Linie. Weil etwas ist klar. Wenn man sich die Hauptruns anschaut, eine gerade Linie. T, eine gerade Linie. M war ein A und B, aber hier L, eine gerade Linie. Ja? Somit die Möglichkeit besteht. Gut, jetzt fürs Microtracking, was wir letzte Woche gemacht haben. So, zoomen wir mal rein. So, um das nur eindeutig klar zu, das sagen wir im Fazit. Machen wir ein Fazit. Für die bullische Variante. Die einzige Möglichkeit, um Beyond noch bullish zu sehen, ist, dass das ganze Ding ein extrem großes Micro-Higher Low ist. Ja? Von was rede ich? Ein Micro-Higher Low zu dem hier. Einzige Möglichkeit. Und ich habe auch gesagt, wir haben nicht wirklich was übrig mehr. Ja? Weil, wenn das hier unser Peak von unserem Higher Low ist, dann ist das hier unser C, Lower High, Midpoint und das ist unser T. Ja? Ich glaube nicht, oder ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt sowas machen, dass dann unser neues T wird und dann wir hier runtergehen und wieder raufgehen. Ja? Das gehe ich davon nicht aus. Also wenn wir das machen, bin ich extrem bearish. Also wenn wir das hier machen, gehe ich nicht davon aus. Und andernfalls geht also ich habe keine Landmarks mehr. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt. Das hier ist unser kleines T von unserem Higher Low. Lower High, Midpoint, T. Das Einzige, was man vielleicht noch irgendwie machen könnte, ist, dass das hier unser T ist und dass wir einen neuen Drop brauchen, also ein neues Lower Low. Aber, wie ich schon gesagt habe, ich möchte nicht unter diese Trendlinie gehen. Alles unter dieser Trendlinie und es ist für mich vorbei, für die bullische Variante. Ja, die bullische Variante ist eh schon gezwungen, dazu kommen wir noch. Ja. Für den besten Fall, noch immer, ist das hier, was wir aber am Mittwoch schon gemacht haben, unser Wie. Ja? Und ihr wisst ja, Freitag, Montag ist auch für Beyond eigentlich fast immer die Zeit für die großen Moves. Ja? Oder zumindest für einen Trend Change. Das bedeutet, das, was wir seit Mittwoch machen, könnte unser Higher Low sein. Ja?
Das wäre meiner Meinung nach noch nicht ganz fertig, ja, weil wir müssen jetzt noch hier drunter, also unter 67 Cent. Aber das können wir im Pre-Market auch machen. Ja. Wir reden hier von einem Cent. Ja, einem Cent. Ja. Und percentage-wise reden wir von 2%. Ja. Also ja, 2%. Ja. Könnten wir am Montag im Pre-Market fertig machen und draufgehen. Ja. Somit, bei den Levels ist es eigentlich, hat sich nichts geändert. Ja. Wir müssen über 84 Cent für die bullische Variante, um Hoffnung zu schöpfen. Alles über 1,15 und die Sache ist gegessen, wir haben keine bärische Variante mehr. Alles unter dieser Trendlinie. Ja. Und ich würde sagen, ja, eigentlich alles unter 64 Cent. Ja. Allerdings kommt halt darauf an, wie lange man das ziehen will. Ja. Aber wenn wir jetzt am Montag dann plötzlich sowas machen, nee. Ja, also für mich einfach nee. Ja. Könnt mich irren. Ja. Wenn ihr einen absoluten Fixpunkt haben wollt, um absolut sicher zu sein, alles unter 57 Cent und es ist vorbei. Ja. Jetzt kommen wir gleich zur bärischen Variante. Was bedeutet das? Es ist vorbei. Wenn wir, damit wir 100%ige Sachen haben, wenn wir unter 57 Cent gehen, dann ist das nicht einmal mehr Higher Low. Ja. In dem Fall wäre das ein M oder ein T. Wäre in dem Fall scheißegal, weil in dem Fall würden wir Allzeitlow brechen. Wenn das M ist, 100%ig, wenn das T ist 99,999%, werden wir ein neues Allzeitlow machen. Das Problem ist nicht nur der Preis. Der Problem ist, wenn wir dieses Allzeitlow hier brechen, dann stirbt dieses Higher Low auch. Wenn dieses Higher Low stirbt, wird das T. Ja? Und wir reden dann nicht einmal vom Preis. Weil wo auch immer der sein wird, 40, 30, 20, 10 Cent, erstens, sie haben schon die Berechtigung, einen Reverse Split zu machen. In dem Fall werden sie es wahrscheinlich machen. Das Hauptproblem ist, dass selbst wenn sie keine machen und wir machen ein wie bei 30 Cent, kommt erst nachher das Higher Low. Und das wird bis Ende des Jahres dauern. Ja. Maximumpreis fürs Higher Low wäre dann $4. Dann müssten wir wieder runter und erst dann würden wir die großen Moves machen. Ja. Wenn wir das machen. Ja. Gut, und jetzt zum Fazit für das. Ja, warte. Und machen wir gleich das Fazit. Mein Fazit für Beyond. Ich bin eigentlich bearish bei Beyond. Bin ich wirklich. Ja. Und anscheinend haben das einige Leute, oder ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt, ich möchte nicht unbedingt die Schuld nur auf andere schieben, aber ich bin, seitdem wir 70 Cent gebrochen haben, bearish. Weil das Original-Tracking war, dass das hier ein A ist. Weil das Higher Low hier normalerweise keinen Sinn ergibt. Ja? Aber A bricht nicht unter die 786. So, seitdem wir das gemacht haben, seitdem wir 70,090 Cent gebrochen haben, bin ich eigentlich bearish auf Beyond. Das hat sich nicht geändert. Ja. Ich sage das jetzt vor allem für die englische Community, weil ich da einen extremen Scherzkeks drin habe, der, haha, warum bist du jetzt bullish? Nein, ich bin hauptsächlich bearish bei Beyond. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe ja gesagt, mein Stop-Loss war beim 69 Cent. Weil man das noch immer auf Biegen und Brechen irgendwie bullish tracken könnte, ja, und weil ich extrem viel Zeit investiert habe, habe ich meinen Stop-Loss auf 62 Cent geschoben. Ja. Ich möchte nur einen Trend-Change hier sehen. Ich muss einen Trend-Change hier sehen. Ich werde erst bullish, wenn wir über 80 Cent gehen. Ja, wenn wir über 80 Cent gehen, dann ist mein Fazit wieder bullish. Klarerweise über 84 Cent extrem bullish, alles über 1,15 und ole bullish. Ja. Aber ganz ehrlich, nein. Mein Sentiment ist noch immer bearish. Ja. Wir hätten das hier nicht brechen dürfen, meiner Meinung nach. Ich sehe noch eine kleine Chance und ich versuche ja immer, euch neutral die bullish und die bearische Seite zu zeigen.
Ähm, aber noch einmal, 80 Cent nach oben, super. 84 Cent brechen nach oben, sehr super. 1,15 $ nach oben, ole, wir reden nicht mehr über die bärische Alternative. Alles unter dieser Trendlinie, scheiße, und für 100%ige Bestätigung alles unter 57, und ihr solltet meiner Meinung nach kein finanzieller Ratschlag rennen. Ja? Okay. Nächstes FFEI. So, hier auch wieder die ganze Geschichte. Vorab, ja, wenn man sich nur die IPO anschaut, hier, FFEI ist mit AMC und GME gelaufen. Ja, hier, 2021, ja, Jänner ist sogar, hat schon vorher sogar angefangen, aber Main Squeeze Jänner 27, Jänner 28, Jänner 29, ja, ist mit AMC und GME gelaufen. Ja. Also, wenn man bullish auf AMC und GME ist, schauen wir mal, könnte auch was Gutes bedeuten für FFI. Dann hatten wir unser C. Lower High, Midpoint, T. Und fürs bullische Tracking, noch einmal, April 2026 muss unser Allzeitlow gewesen sein. Es muss. Was auch immer wir jetzt dann hier unten machen, schauen wir uns gleich an. Nächster Run wäre unser kleines A. Das muss über $4, über unser T. Pullback rauf, B über $153. Pullback C ist dann 100.000 oder was auch immer. Wie ich auch immer dazu sage, meiner Meinung nach, ohne Forward Split werdet ihr nie im Leben über $150 gehen. Warum? Wir haben hier 3 Reverse Splits. Ja? Ein 1,40, ein 1,3, 1,80. Ja? Nee. Könnte falsch liegen, ja? Aber wenn man sich generell alle anderen Aktien anschaut mit Reverse Splits, vor allem mit so vielen Reverse Splits, ihr bekommt nie und nimmer euer Investment zurück. Ja, also wenn ihr hier oben gekauft habt, zu erwarten, dass eine Aktie wieder $171.000 wert ist, die Chance ist weniger als 0. Meine Meinung. Aber 150 wäre noch drin. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber irgendwas in die Richtung. Auch gehe ich davon aus, dass wir vielleicht wahrscheinlich nicht den A- und B-Pullback sehen, sondern einfach nur eine gerade Linie nach oben. Schauen wir mal. Oder wir sehen unser A als Gap, Pullback und rauf zu 51. Genauso wie 2021. Ja? In dem Fall wären wir jetzt dann irgendwo hier und aufhören. Im besten Fall. Gut, dann schauen wir uns mal schnell das Microtracking an. Und fürs Microtracking, ich glaube, es gibt keine Alternative mehr dazu. Ist das einfach nur unser Higher Low. Ja? Von April 2026 bis heute ist unser Higher Low. Ja? Auch für das, also wir warten da jetzt, weiß ich nicht, jetzt schon 2-3 Wochen drauf, dass wir endlich diesen Fall hier bekommen. Weil, wenn das hier Higher Low ist, müssen wir wie an der A, wir müssen zu 27 Cent runter. Und dann können wir gehen. Auch wenn wir uns das Micro-Tracking mäßig anschauen, dann haben wir hier unser High Low Top, also unser C, Low High, M, runter, rauf, T, auch wenn es komisch ist, weil normalerweise sollte T nicht so hoch sein wie M, also nicht so nah rankommen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dieses T, weil erstens das T muss hier drunter, damit es fertig ist, aber wenn wir jetzt dieses T auch noch Micro-Tracken, gehen wir nochmal runter auf die 10-minütigen Chart, dann haben wir hier unser T-Top, unser Lower High, im besten Fall unser M und im besten Fall wird das hier unser T. Und wir müssen nur noch hier runter. Ich meine, ganz ehrlich, wir reden hier von 3 Cent. Ja, wir reden von 3 Cent. Das ist so ähnlich wie bei Beyond. Uns fehlen 3 Cent. Ich meine, okay, für FFI sind das 10%. Ja, aber ist auch nichts, ich meine ganz ehrlich, das hier, der Knife hier war auch 10%. Der Knife hier war auch 10%. 10% hören sich immer so viel an. Ja? Für große andere Stocks ist es doch auch. Für FFI ist das nicht viel.
Es ist nicht viel. Ja. Schauen wir mal. Ja, könnten wir vielleicht den Pre-Market machen. Ja, oder wir brauchen die ganze nächste Woche wieder dazu. Ja. Aber meiner Meinung nach müssen wir hier drunter. Für Levels. Weil drauf geschissen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Alles über 45 Cent ist bullish. Außerhalb der Trendlinie, ole, auf geht's. Ja, ja, und für nach unten, meiner Meinung nach müssen wir unter 27 Cent. Das wäre dann die Bounce Area. Alles unter 20 Cent ist dasselbe wie bei Beyond zum Beispiel mit 57 Cent. Wenn wir unter 20 Cent fallen, ist für mich das Spiel vorbei. Ja, weil, wie bei Beyond, kann das wieder kein Higher Low sein. Das wäre unser T. Wir werden runterfallen, wahrscheinlich in die Nähe von 10 Cent fallen. Auch FFEI hat den Reverse Split schon längst gewotet. Und dann werden sie einen Reverse Split machen. Oder OTC gehen. Oder bankrott gehen. Was auch immer. Es wird auf jeden Fall das Ganze zerstören. Und man sollte rennen. Alles unter 20 Cent ist schlecht. Gut, somit gleich zum Fazit. Gut, das hier ist mein Fazit. Ich bin eigentlich, ich meine, sage ich auch dazu, wie ich es immer sage, ich mag FFEI nicht. Ich mag es nicht. Ja, weil es mir schon dieses High-Low zerdeppert hat. Ja, und hoffentlich nicht dieses High-Low zerdeppert. Ja, ich mag FFEI nicht. Aber so im Großen und Ganzen schaut das trotzdem immer nicht schlecht aus. Ja? Also für FFEI bin ich noch bullish. Ja? Ich würde nichts Kurzes kaufen. Ja? Ist kein finanzieller Advice. Ich sage nur, dass Jänner-Optionen zum Beispiel extrem günstig sind. Für die Levels, wie gesagt, alles über 45 Cent. Extrem bullish, weil dann sollten wir endlich langsam nach oben gehen. 27 Cent und ein bisschen drunter ist eigentlich jetzt unser Ziel für den Bounce. Und alles unter 20 Cent und es ist vorbei und tot. Ja, das ist mein Fazit dazu. Gut, nächstes GNS. Auch für GNS. Heute die ganze Geschichte. Also, auch bei GNS wissen wir nicht, wie A und B ausschaut. Wir wissen auch nicht, wie I ausschaut. Wir wissen auch nicht, wie das Higher Low ausschaut. Weil die IPO hat einfach in seinem C angefangen und ist runtergeknallt. Wir haben dann unser Low High, unser Midpoint, unser T. Für irgendetwas bullish, und dazu kommen wir heute wirklich, und ich werde da ganz eindeutig sein, muss der 4. April unser Allzeitlow gewesen sein. Es muss. Ja. Seitdem machen wir das Higher Low. Bevor wir uns das Higher Low anschauen, alles über $6, alles über $7 wäre dann unser A. Ob wir dann ein 0.5 Pullback, 6 von 1 Pullback machen oder nicht, werden wir sehen. Dann gehen wir rauf zu unserem B. Das ist über unserem M, $84 Pullback C. Wir hatten hier einen Split bei GNS. Das war ein 1:10. In dem Fall würde ich aber sagen, das ist noch nicht so groß genug, dass wir diese Ziele hier nicht erreichen können. Was ich dazu aber auch sagen muss, das gleiche wie bei FFEI. Ich glaube nicht, dass wir diese Pullback sehen, weil die Hauptlandmarks alle relativ vertikal sind. Ne? Also wenn wir hier fertig sein sollten und bullish hier rauskommen sollten, könnten wir einfach sowas sehen. Gut. Jetzt fürs kleine Tracking hier. Und es wird langsam, oder es ist langsam extrem eng. Ja? Das ist unser Higher Low. Und wir haben hier unser A, B, C, Low High, Midpoint. Leider haben wir dieses Higher Low hier gebrochen. Ja, ich rede von diesem Higher Low. Das haben wir gebrochen. Ja. Das hier kann nur T sein. Und ich sage das jetzt absolut eindeutig hinzu. Dieses T muss letzten Freitag, also diesen Freitag, beendet worden sein. Es muss. Ja? Weil, schauen wir uns das hier an. Ja, gehen wir da vielleicht ein bisschen runter auf den Timeframe. So. Wenn man sich das hier anschaut. Unser Allzeitlow
sitzt hier bei 20 Cent 49. Das ist unsere No-No-Linie. Wir sind am Freitag bei 20,55 gebounced. Ja? Wir waren, um das ganz genau zu sein, wir waren 0,00006 Cent davon entfernt, dass dieses Play tot ist. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Ich meine, dazu sei eins gesagt, und das sage ich jetzt auch wirklich komplett ehrlich gemeint. Higher Low ist Higher Low. Ich muss allerdings sagen, dass zu 95%, wenn ein Higher Low so knapp dran ist zu sterben, dann stirbt es auch. Aber dazu kommen wir noch zum Fazit. Wenn das jetzt unser V ist, also das Ende von diesem Higher Low, wir müssen ab Montag hinaufgehen. Wir müssen. Wir könnten jetzt noch ein zweites Micro-Higher Low hier machen. Könnten wir. Ja? Also irgendwas zu 35 Cent, 36 Cent hinauf, Higher Low und dann gehen wir. Aber nicht mehr runter. Nicht einmal einen halben Prozent runter. Nix mehr. Aus. Ja? Sonst wird das hier ein T. Ja, wird das hier ein T. Und dasselbe Spiel wie FFI. 20 Cent gebrochen, wahrscheinlich runter zu 10 Cent oder was auch immer. Reverse Split, der Listing von der Nasdaq runterfliegen oder vom New York Stock Exchange oder OTC gehen. Hier drunter Scheiße. Ja. Gut, jetzt schnell zum Fazit. Okay, und für mein Fazit, ich bin bearish. Auch bei GNS. Also der Drop war scheiße. Ich bin extrem bearish. Ja. Vor allem, weil ich eben gesehen habe, dass normalerweise, wenn man so low geht, dann wird man dieses Low auch brechen. Mein Stop-Loss liegt unbewegt auf 20 Cent. Ja. Ich könnte falsch liegen, wie immer. Ich bin bei 20 Cent raus. Habe ich aber seitdem ich eingekauft habe, hier auch gesagt. Ja. 20 Cent und dieses Ding meiner Meinung nach stirbt. Warum auch immer. Für nach oben alles über 52 Cent und wir sind bullish, weil wir sind dann schon im Ausbruch. Ja. Aber wie gesagt, also ab Montag müssen wir raufgehen. Wir haben hier, wirklich, wie gesagt, wir haben keinen Spielraum. Auch nur für sowas. Wir haben keinen Spielraum mehr. Null. Bounce oder tot für mich. Ja? Gut. Nächstes ist NIO. Doch, ich habe für NIO den Chart mal jetzt ein bisschen aufgeräumt und einige Sachen, die wir nicht mehr brauchen, gelöscht. Es ist noch immer, meiner Meinung nach, neben Riot eins der einfachsten Fractals, wenn es stimmt, die ich habe. Gut. NIO generell, meiner Meinung nach, hat in seinem M angefangen, in seiner Midpoint. Warum, komme ich gleich dazu. Und wenn man sich vor allem diese Sektion hier anschaut und vor allem diese Sektion hier, dann bin ich noch immer der Meinung, dass wir diese 1:1 ausspielen, bis auf das Ende jetzt. Da kommen wir dazu gleich. Aber was meine ich damit? Wir hatten unser M, wir sind runtergefallen, machen dieses U hier. Das ist dasselbe wie hier. Fallen runter, viel schneller, als wir es jetzt machen. Runter, kommen wieder rauf zu unserem T. Fallen runter, kommen wieder rauf zu unserem T. Auch dieses Higher Low ist nur viel, viel kleiner hier drinnen. Fallen dann runter zu unserem V. Fallen runter zu unserem V. Auch hier wieder. Dieses Higher Low war hier viel kleiner, aber es ist da. Sind dann ausgebrochen. Zeichnen wir das schön an. Sind ausgebrochen, machen Breakout-Retest von dieser Trendlinie. Ausgebrochen, Breakout-Retest von dieser Trendlinie. Aber Trendlinien kann man immer zeichnen, wie man es gerne hätte. Aber was wir damals gemacht haben, war, das ist perfekt, ein schöner 618 Pullback von unserem A.
Dasselbe, was es hier war. Ein wunderschöner 618 Pullback. Ja. Gut, und dann wird es ein bisschen knifflig. Ich meine, das Einzige, was auch noch gleich ist, wir haben hier ein wunderschönes Head and Shoulders. Selbe wie wir hier ein Head and Shoulders haben. Ja, Head and Shoulders haben. Sogar die gleiche Form. Ja, wenn man schaut, die linke Schulter war niedriger als die rechte. Die linke Schulter war niedriger als die rechte. Perfekt. Ja. Sind auf diesen 618 Pullback runtergefallen. Und jetzt ist die Sache die, ich bin noch immer davon überzeugt, wir sind irgendwo hier drin. Ja. Ich wollte zwar dieses Low, dieses hier, nicht unbedingt brechen, haben wir aber. Ja. Ich habe aber auch immer dazu gesagt, das ist okay. Ja. Das Einzige, was nicht okay ist, und das sage ich eindeutig dazu, 4,38 dürfen wir nicht brechen. Wenn wir 4,38 brechen, ich nehme mal den Satz von einem anderen YouTuber, dann ist etwas extrem, extrem falsch. Falls ihr wisst, was ich meine. Auf Englisch. Something is terribly, terribly wrong. Jetzt ist es noch okay. Ja? Es hat sich nichts geändert. Fürs Microtracking muss ich sagen, ich glaube, wir werden noch immer auf die Nähe dieser Trendlinie kommen. Ja, $5 wäre mein Wie. Warum? Weil wenn man das hier trackt, ist das ein C, das ein L, das ein M, das ein T. Jetzt kann man natürlich, und wir sind noch nicht durch. Ja, wir haben noch keinen Lower Low gemacht. Ist es ein Lower Low? Ist es kein Lower Low? Nein, es ist ein doppelter Boden. Deswegen, ich glaube, vielleicht im Pre-Market auch. Ja. Wir reden hier von was? Wir reden von hier 4%. Ja. Und im Großen und Ganzen reden wir von 21 Cent. Ja, ist auch nicht so viel. Wir müssen es ja nicht unbedingt komplett bis zur Trendlinie machen. Nur tiefer, aber wenn es nur 1 Cent ist, unter das. Und dann sollten wir bouncen. Ja. Ganz einfach das. Wie man auch wunderschön sieht, wir haben einen wunderschönen Uptrend hier. Das ist ein schöner Trend Change. Was sind die nächsten Ziele dann? Erstens, ich habe ja gesagt, ich erwarte mir dieses B für Ende Juni. Weil meine Berechnung funktioniert 1:1 mit M zu V zu B. M zu V zu B ist Ende Juni. Ich weiß nur jetzt mittlerweile nicht mehr, was passieren muss, weil wir sind jetzt fast Mitte Juni. Unser Preisziel für B ist noch immer über M. Das ist über $16. Das ist halt ein 300%iger Move. Ja. Wir haben jetzt dafür noch 2 Wochen Zeit. Ich meine, ich könnte eine Explosion im Markt sehen. Und hier waren es halt 400%. Somit, vielleicht sehen wir was Blödes. Ich gehe aber trotzdem, also erstens, noch sind wir nicht Ende Juni, somit noch hält mein Ziel. Und wenn nicht, gehe ich trotzdem davon aus, dass das Sommer ist. Ja, ich gehe davon aus, dass das Sommer ist. Ich würde jetzt keine Juni-Kontrakte mehr kaufen. Ja. Für NIO muss ich ehrlich sagen, August-Kontakte sind noch kein finanzieller Advice. Sind okay. Allerdings, wenn ihr jetzt eine Position erst anfangen solltet, würde ich mir Jänner-Kontakte anschauen. Erstens, sie sind noch immer verflucht billig. Zweitens, wir wissen nicht, wie lang dieser Pullback dauert. Unser B-Pullback. Das ist kein 0.5 Pullback. War es hier auch nicht. Ja? Also das kann ein ganz kurzer Pullback sein. Von was das Haupttracking ausgeht, egal ob das ein kleiner oder ein großer Pullback ist, wir tracken noch immer C dann. Und das geht über Allzeit hoch. Das wird, vielleicht geht sich C bis Ende des Jahres aus. Weiß ich noch nicht. Ja, aber vielleicht sehen wir was Explosives und wir sehen das bis Ende des Jahres. Ja. Deswegen, Jänner-Kontrakte sind in meinen Augen einfach nicht blöd. Aber es schaut noch immer super aus.
Jetzt zum Fazit. Ja, für NIO bin ich extrem bullish. Stehe ich dazu. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe keine Alternative. Ich habe keine bärische Alternative. Ich sehe es einfach nicht. Außer die einzige bärische Alternative wäre, wenn das hier erst unser T wäre. Ja, dann wären wir hier. Dann geht das sehr tief nach unten. Ja, das ist meine bärische Alternative. Allerdings, wie gesagt, alles über 4,38 und wir können drüber reden. Ich sehe es derzeit einfach nicht. Vor allem, weil es mit den FIPS derzeit nicht so gut zusammenpasst, weil ganz ehrlich, also selbst wenn wir hier wären, wenn wir das hier tracken würden, ja, wenn das hier unser Wupp gewesen wäre, wir sind hier unter die 786 gegangen. Ja. Das war ein typisches Zeichen dafür, scheiße, das ist nicht A. Ja. In dem Fall hätten wir hier aber hier drunter fallen müssen. Sind wir nicht. Wir sind auf der 618 gebounced. Genauso wie hier. Die Formation mit dem Head and Shoulders zusätzlich, es schaut einfach gut aus. Aber, wie gesagt, bin extrem bullish. $5 ist unser Ziel für den Bounce, für die Trendwende. Unter 4,38 dürfen wir unter keinen Umständen fallen, weil sonst müssen wir uns das hier anschauen. Und alles über $7,06. Und es ist extrem bullish und wir sollten schon vertikal hinaufgehen. Okay? Gut, nächstes ist GoPro. Und GoPro macht mir langsam Kopfzerbrechen. Ja, dazu kommen wir gleich. Gut, für GoPro. Wir haben hier eine extrem komische IPO. Dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall war hier unser C, unser Allzeithoch. Dann haben wir unser L, unser M. Fürs bullische Tracking unser T und auch fürs bullische Tracking war hier im April 2025 unser Allzeitlow. Dann haben wir dieses Higher Low hier gemacht. Ist wunderschön in einem Higher Low geendet. Hier. Und gebounced. Das schauen wir uns gleich an, was wir hier unten machen. Für im besten Fall, fürs bullische Tracking, haben wir zwei Varianten. Das normale, wo unser Makro A hier über T geht, das bedeutet über $13, Breakout Retest, und unser B ist dann über $18 oder noch höher. Und dann dreht sich es eigentlich nur noch, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Was hier wichtig ist für die zweite, weshalb wir es uns überhaupt angeschaut haben. Wir schauen uns die IPO an. Das ist nämlich das einzig Interessante an GoPro. Weil wir hier unser V gemacht haben, was von einem Higher Low gekommen ist. Dazu sage ich auch gleich, man muss sich das so vorstellen. Ja. Das hier ist eine 618 Bounce. Dann sind wir raufgekommen und dann hatten wir diese verrückte Gap. Diese Gap würde uns über Allzeit hochschießen. Ja. Deswegen, das war der einzige Grund, warum wir es angeschaut haben. Ja. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen, wenn wir hier unten fertig sind, die Gap jetzt. Oder wir machen die Gap erst nach dem Makro Higher Low. Also wenn wir erst raufgegangen sind zu 20 oder sonst was, hier den Breakout Retest gemacht sind und wir machen die Gap erst dann. Wissen wir noch nicht. Die Sache ist nur eins. Wir kommen sehr nah, genauso wie GNS, an unsere No-No-Linie. Und dazu sei auch gesagt, dass normalerweise A nicht zu tief geht. Es ist noch nicht tot. Ja, also A ist noch nicht tot, weil wir sind noch nicht unter der 786. Aber was ich auch sagen muss, normalerweise geht A nicht so tief. Normalerweise bounced A im tiefsten Fall ganz leicht unter der 618. Ja, irgendwo in dem Bereich. Wir sind jetzt schon sehr tief. Die Sache ist die, wenn wir uns das jetzt hier anschauen. Also, geh mal weg. Von den Landmarks her sind wir eigentlich fast fertig. Oder wir sind fertig. Ja. Wir haben hier unser C, Low High, Midpoint, T, unter T.
Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein kleines Micro-Higher Low, wenn wir es überhaupt brauchen, und dann sollten wir schon marschieren. Dafür brauchen wir nur einen Bounce. Ja, wir brauchen einen Bounce. Ja. Eins ist auf jeden Fall klar. Wenn wir hier unter 75 Cent fallen, kann das hier nicht mehr A sein. Das hier kann nicht mehr A sein. Es passt nur. Also ganz ehrlich, ich tue mir das ja nicht aus den Fingern saugen. Ja. Warum habe ich das hier als A gesehen? Weil das ist ein wunderschönes Higher Low. Ja. Hier unter der 786, unter V&A, hat alles gepasst. Dann sind wir ausgebrochen, sind über T gelaufen, sind unter M geblieben. Das sind die Charakteristika für ein A. Ja, ich tue ja nicht so, nö, das könnte ja A sein. Nein, nein. Ich schaue mir das mit den Levels ganz genau an. Einziges Problem ist dieser Fall derzeit. Der ist mir jetzt eigentlich schon zu tief. Ja. Im besten Fall müssen wir bouncen. Kleines Hallo, ole. Wir reden nicht mehr drüber. Ja. Sollten wir jetzt nächste Woche doch hier drunter fallen. Ja. Ich meine, es wäre jetzt unfair, wenn ich bei GoPro nicht die gleiche bullische Variante wie bei Beyond anbieten würde. Ja. Deswegen, wenn wir hier drunter fallen, ja, unter 75 Cent, kann das nicht mehr Higher Low A sein. Es muss, für die bullische Variante muss es ein Higher Low sein. Dann können wir hier noch ein bisschen runter. Okay. Und dann geht es halt nachher erst drauf. Für das sage ich aber auch ganz gleich, sage ich auch ganz eindeutig, 59 Cent ist die Linie, wo ich nicht mehr bullish sein kann. Ja? Wenn wir 59 Cent berühren oder brechen, dann wird das hier erst unser M. Ja? Sage ich auch gleich dazu. Und dann haben wir dasselbe Problem wie bei Beyond. Es ist das Kartenhaus, was zusammenfällt. Weil dann ist das hier auch nicht mehr Higher Low, sondern dann wird das hier unser T. Und wenn das hier unser T wird, fallen wir zu einem neuen All-Time Low. Punkt, aus Ende. Und das wird Zeit dauern. Ja. Ich weiß nicht, was die News dafür sind. Ja, weil eigentlich hatten wir bullische News. Ich meine, sie spielen eh keine Rolle, aber was auch immer. Vielleicht, weil jetzt der Krieg dann vorbei ist. Vielleicht, weil sogar der Krieg in der Ukraine bald ein Ceasefire haben wird, weil eigentlich habe ich auch bearisches Tracking für Palantir, und Palantir ist die Ukraine der Hauptabnehmer. Auch relativ interessant. Aber wie gesagt, also gehen wir gleich zum Fazit, um das zu machen. So, um das klar zu sagen, ich bin mittlerweile schon leicht bearisch in Richtung mittelbearisch, eben weil wir hier einfach diesen scheiß Bounce nicht gerade hinbekommen. Für Levels. Klarerweise alles unter 59 Cent und nein. Ja, zeitmäßig, Preislevel technisch wird das sehr lange und tief sein. Also wahrscheinlich nicht einmal 2026. Der Bruch von 75 Cent, ja, ist es noch nicht tot, habe ich euch ja gerade gezeigt, aber dann wäre ich extrem bearisch. Und wenn wir jetzt doch bouncen sollten und 96 Cent brechen sollten nach oben, ja, das ist, lasst mich schauen, ja, über unserem T hier, wenn wir über 96 gehen, bin ich extrem bullish. Ja. Weil dann ist das für mich eigentlich schon fast Bestätigung für den Bounce. Aber auch für GoPro. Wir brauchen nächste Woche den Bounce. Ja. Wir werden das vielleicht heute noch bei IWM und so weiter sehen. Und bei Nasdaq. Ich hätte eine Theorie, dass das wirklich so der letzte, dass wir kurz vor einer schönen Market Rally stehen. Schauen wir mal. Okay, Virgin Galactica. Einfach nur ein kurzes Update wegen dem Move am Freitag. Für das ganze Fractal. Wir haben unser B, unser C, also unser Allzeithoch, unser Lower High
Midpoint schaut gut aus. Und ich bin auch immer der Meinung, dass hier am 16. Mai es gut ausschaut, dass das hier unser T ist. Und dass unser Allzeitlow hier am 30. März war. Wir sind ausgebrochen. Wunderschön. Über T. Und haben unser A gemacht. Jetzt ist die News natürlich voll. Jeder hat SPCE gekauft, weil sie eigentlich SpaceX kaufen wollten. Ja. Gut, kann man jetzt glauben oder nicht. Ja, dieselbe Geschichte haben sie gesagt damals in 2021 mit EMCX. Ja. Wenn man sich das Tracking von EMCX allerdings anschaut, dann war es halt auch bereit auszubrechen. Ja. Aber man braucht halt immer eine Geschichte dazu. Jetzt ist die Sache ist die. So, wenn man sich nur dieses Tracking hier anschaut, dann war das hier unser V. Das hier war unser Higher Low. Noch ein Higher Low haben wir hier auch noch gemacht, ein kleineres, ein zweites hier, auch wunderschön. Dann hatten wir den Ausbruch. Das ist auf jeden Fall ein Top hier gewesen, dieses A. Wenn man sich jetzt A anschaut, A, ja, wie ihr wisst, macht einen 618 Pullback. Den haben wir am Freitag gemacht. Ja, ich meine, das war ein ordentlicher Dip. Ja, ich habe davor gewarnt. Ja, wartet lieber auf Bestätigung, dass wir hier drüber gehen. Weil, wenn man sich das ganz genau anschaut, gehen wir auf die 10-minütigen Chart. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das letztens im deutschen Video gehabt habe. Im Englischen habe ich es auf jeden Fall gezeigt. Ja, wenn, dann tut es mir leid. Ich habe aber gesagt, wartet auf das hier, hoffentlich. Dann war das hier unser Top, unser Lower High und unser M. Ja. Jetzt gibt es hier zwei Varianten. Entweder, weil unser M hat hier angefangen und war hier beendet. Ja. Jetzt, also hier hat es angefangen, hier war es beendet. Weil das jetzt so ein extremer Tipp war, wie gesagt, manchmal passiert das, dass M und T in derselben Linie drin sind. Ja. In dem Fall könnte das schon unser V sein. Könnte. Ich sage wirklich absichtlich könnte dazu. Ja. Wenn nicht, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir entweder jetzt noch hier hinaufgehen und unser T machen und dann noch ein Lower Low machen. Aber wie gesagt, ja, es ist dasselbe wie bei jedem anderen Stock. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu tief fallen. Ja, weil 3,04 Dollar ist ja, dann kann das nicht mehr A sein. Und dann wird das höchstwahrscheinlich ein T. Für ein Higher Low sehe ich hier nicht wirklich eine Möglichkeit. Oder aber, weil wir hier Micro tracken, könnte das hier unser T sein. Und wir machen nächste Woche noch diesen letzten Drop. Ja. Für Levels muss ich ehrlich sagen, ich möchte nicht unbedingt unter 330. Ja, sonst sind wir zu tief. Ja. Also bis 330 okay. Alles drunter und vergesst SPC für einige Zeit wieder. Wenn wir hier aber bouncen oder wenn wir jetzt hier bei 330 bouncen, ja, schaut das gut aus. Schaut fantastisch aus. Ja. Wir haben einen Split am 17. Juni und zwar in 1:20, das ist eher ein kleiner. Ich würde trotzdem sagen, dass wir die Möglichkeit haben, zumindest zu unserem B zu gehen. Also bei 1,30 über unserem M. Ja. Ich bin nicht drinnen. Ja. Ich würde sagen, auch fürs Fazit, machen wir gleich das Fazit. Okay. Also ich wäre teilweise bullish jetzt für Virgin Galactic. Alles über 6,84 wäre ich extrem bullish. Das wäre der Bruch über unserem M. Dann würde sogar ich schauen für eine Position. Unser Bounce-Target jetzt, wenn wir nicht schon das V haben, wäre 3,30 bis 3,45. Ja. In dem Fall könnten wir, Bestätigung dafür wäre ein Higher Low. Ja. Und alles unter $3,04. Das ist unter der 786.
Und ich glaube, dieses Ding wird zu 9 Allzeit losgehen. Und es war vielleicht wirklich nur ein Pump and Dump. Ja? Somit, ja, es ist derzeit ein Wartegame. Gut, dann schauen wir uns als allerletztes noch IWM an. Und zwar IWM Nasdaq und SPY. Mit IWM fangen wir an. Einfach nur deswegen, abgesehen von AMC und GME, warum ich wirklich sagen könnte, dass vielleicht wir eine große Möglichkeit haben, dass letzte Woche sozusagen der Start der Rallye war. Ja. Von was wir jetzt auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass SpaceX nicht den Effekt hatte, den alle Leute gedacht haben. Und ich meine mit alle, ja, weil es gab zwei Seiten. Ja. Die einen, es wird der Markt crashen, es saugt die Liquidität aus, der Markt ist tot, ihr werdet den größten schwarzen Freitag sehen der Welt. Und die anderen haben gesagt, es wird den Markt pumpen, wir werden so einen dermaßen Gap-Up sehen. Ihr werdet schon. Ja. Das Problem ist, wenn man wirklich zwei so große Gruppen hat, mit so zwei extremen Positionen, was passiert? Im höchstwahrscheinlichsten Fall nichts. Ja, und es ist nichts passiert. Ja. Ich meine, vielleicht könnte man sagen, dass dieser große Move, ja, den wir am Donnerstag gesehen haben, der Move für Freitag gewesen, aber das ist kupft wie Katsch. So, für IWM. Wie gesagt, diese Idee hier ist nicht unterlegt mit meiner Methode. Ja. Das ist sozusagen das Urfractal, wo man einfach sagt, in der Vergangenheit haben wir das schon gemacht. Es schaut aus, als würden wir es jetzt wieder machen. Haben wir schon mal gemacht mit Nasdaq, da hat es super funktioniert. Es ist nur, wie gesagt, wie ich immer die Warnung gebe, das funktioniert manchmal. Man sollte sich nur nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass es erstens 1:1 ist und zweitens hört es irgendwann auf. Ja, weil sonst wäre die Börse zu einfach, wenn man einfach sagt, hey, der schaut genauso aus wie damals, also machen wir das genauso. Nee. Ja? Gut, für IWM. Beides 24-Stunden-Chart auf beiden Seiten. Linke Seite August 2018 bis Jänner 2021, rechts November 2021 bis heute. Und ich habe das ja jetzt schön markiert. Ja? Der Peak, der Peak, der Peak, der Peak, der Drop. Und ich bin ja noch immer der Meinung, dass das hier das ist. Weil es fast 1:1 ist, dazu kommen wir gleich. Der einzige Unterschied ist, hier sind wir schon längst über den Allzeithoch. Hier waren wir noch nicht über den Allzeithoch. Meine Begründung dafür, und ich kann mich irren, ist, dass dieses Knife ein Higher Low war und dieses Knife viel tiefer gegangen ist. Und das ist der Grund, warum diese Sektion schon über dem Allzeithoch ist, weil es nach oben versetzt ist, weil es höher angefangen hat. Hier auch die Idee, ja, bevor wir hier ins Microtracking reingehen, für die bärische Variante für AMC und GME, ja, weil der Squeeze war hier, Jänner 2021. Von diesem V bis zum Ausbruch waren es 232 Tage damals. Von diesem V bis heute, bis zu diesem Ausbruchlevel, waren es 428 Tage. Doppelt so lang. Vom Ausbruch bis zum Squeeze hat es, war das der Squeeze? Gut schon. Von hier zu hier, 21, ja, waren es 81 Tage. Wenn wir dasselbe jetzt machen, also wenn das doppelt so lange wie das gedauert hat und das hier jetzt auch doppelt so lange dauern würde, dann wären das 160 Tage. Und 160 Tage bringt uns in den November. Würde Sinn ergeben. November, Dezember, Jänner. Ja? Nur so als, muss nicht sein. Ist nur eine Idee. Gut, um noch eins hier klarzustellen, was ich meine, es ist dasselbe. Oder es schaut zumindest so aus, als dasselbe ist. Diese Bars-Pattern hier. Das ist diese Bars-Pattern hier. Ja? Und wenn wir jetzt diese Bars-Pattern hier drüber legen, seht ihr das? Es ist wirklich fast 1:1 dasselbe. Ich meine, es hat ein paar höhere Highs, ein paar niedrigere Lows,
aber es ist fast dasselbe. Ja? Das ist ja das Abartige an der Geschichte. Ja? Jetzt ist nur die Frage, ist das auch dasselbe? Ja? Diese Bars-Pattern hier ist von dem hier. Ja? Und das kommt jetzt halt drauf an, wie man sieht. Ja? Man kann das jetzt 160 Tage lang machen. Man kann das auch viel kürzer machen. Weil eins, jedem, der dem Markt gerade zuschaut, wir werden immer mehr steiler und steiler. Ja? Schauen wir mal. Ja? Wenn wir jetzt das Micro-Tracking jetzt hier anschauen, da gehen wir jetzt hinunter auf den vierstündigen Chart, damit man mehr sieht. Kleinen Moment. So. Wenn man sich einfach nur die letzte Portion anschaut, die wir hier gemacht haben. Und wir jetzt dann hier uns anschauen, was wir die letzten 2 Wochen gemacht haben. Ja, jetzt ist rechts der 10-minütige Chart. Übrigens, was dafür zusprechen würde, dass wir schneller werden. Ja, weil das hier ist der 4-stündige Chart von Oktober 2020 und das hier ist vom Mai 2026. Und auch hier sollte es eigentlich ziemlich klar sein, was ich meine. Ja, Top, Top, Lower High, Lower High, Higher Low, Higher Low, Higher Low, Higher Low, Tiefpunkt, Tiefpunkt. Das, was hier wichtig ist, wir hatten hier eine Gap zwischen 10. Juni bis zum 11. Juni. Gap up. Ja. Wir hatten auch hier eine Gap. Auch hier mit einem Rückfall. Dann hatten wir am Donnerstag diese Peace Deal News. Ja. Und wir sind eigentlich, ehrlich, ich glaube, die Bewegung habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon sehr volatile Bewegungen gesehen, aber dass SPY innerhalb von 10 Minuten von einer Sekunde $5 rauf und runter springt, das habe selbst ich noch nicht gesehen. Ja. War extrem volatil hier. Ja. Deswegen würde ich annehmen, dass das hier uns diese Gap hier darstellt. Ja. Und dann haben wir am Freitag Allzeit hochgebrochen. Wir haben Allzeit hochgebrochen. Und wenn man sich jetzt, ich meine, wirklich, also ihr müsst mich bei sowas nicht ernst nehmen. Ja? Es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren. Aber ganz ehrlich, Leute, ich meine, schaut euch das an. Würdet ihr sagen, dass wir jetzt gerade hier sind? Ist wirklich eine Frage. Weil ich würde sagen, ja. Landmarks weiß außer es ist irgendwas komplett falsch. Ja? Aber ganz ehrlich, wir sind über dem Allzeithoch. Ich nehme an, wir sind da. Was würde das bedeuten? Weil das würde bedeuten, wir sehen ein Gap-Up am Montag. Oder irgendeine News kommt raus und wir machen das Intraday. Aber auf was wir jetzt warten würden, wäre dieser Push. Und dieser Push, wenn man das ganz genau, der sollte uns wirklich pushen. Wirklich pushen. Und wie gesagt, wenn das stimmt, ja, werden wir einen Pullback bekommen. Werden wir hier einen Pullback bekommen? Das mag schon sein. Aber ganz ehrlich, das wäre Sommer. Sommer, Herbst, Winter. Extrem aufwärts für Alderbrein. Somit schauen wir, was am Montag passiert. Ein ganz kleiner Blick können wir noch in SPY und Nasdaq reinwerfen, weil, wie ich schon gesagt habe beim letzten Video, dass die Nasdaq uns wahrscheinlich als erstes die Antwort geben wird. Ist dieser Move bearish oder bullish? Weil, wenn man sich anschaut, seit 3. Juni sind wir wieder in unserer typischen Broadening Wedge. C, L, M, T, runter zu unserem V, haben hier ein wunderschönes High-Low gemacht, haben hier unser A gemacht, hatten dann diese Scheiße, dass Trump genau am perfekten Punkt den Tweet abgesetzt hat und sind dann raufgelaufen. Wir haben die erste Broadening Wedge hier gekillt. Wir haben am Freitag die zweite Broadening, die Haupt-Broadening Wedge gekillt. Wir haben sogar einen perfekten Breakout-Retest gemacht. Für mich schaut das verflucht bullish aus.
für Nasdaq absolutely bullish. Also in dem Fall, was könnte ich jetzt annehmen? Ich würde jetzt annehmen, das ist der 10-minütige Chart, sage ich auch gleich dazu, dass wir jetzt unser A machen vielleicht. Das wäre irgendwas bei 47. Unser B. Und so weiter und so fort. Und das ist ein ordentlicher Push. Ja? Ein wirklich ordentlicher Push. Einzige Alternative wäre, wenn wir hier wirklich rejecten, ja, aber dann kann sein, ja, dann wird das T. Also wenn wir hier rejecten, dann Gnade uns Gott. Also wirklich, Gnade uns Gott, weil jo. Wie gesagt, ich habe das ja letztes Mal schon gezeigt, wenn wir das rejecten, Gnade uns Gott, weil unser nächstes Ziel ist 633 für Nasdaq. Das wird cool. Auch kann man dann spielen. Ja? Ich sehe es derzeit nur nicht, aber ich lasse mich überraschen. Dasselbe übrigens für SPY. Und für SPY ist es ein bisschen anders. Ja? Weil für SPY, das mal weg, die SPY Broadening Wedge ist immer größer als die von Nasdaq. Ja? Und ihr seht hier die Broadening Wedge für SPY, die haben wir noch nicht gebrochen. Wir haben nur die erste gebrochen. Ja? Die haben wir auch mit einem Breakout Retest am Freitag gebrochen. Ja? Aber auch das schaut fantastisch aus. Ich meine, es hat fast dasselbe Tracking wie Nasdaq klarerweise. Aber auch für SPY würde ich sagen, wir werden wahrscheinlich so 7,55 gehen. Für A. Wenn wir diesen Pullback überhaupt bekommen. Ja, klar, haben wir oft gesehen, dass wir ihn nicht bekommen. B und so weiter. Ja. Und wie gesagt, also wenn wir durch 7,52 gehen, hat auch SPY seine Broadening Wedge gebrochen. Auch verdammt bullish. Ja. Für SPY, ich meine, für SPY würde ich sagen, ist es irgendwie, würde ich sagen, wenn die Nasdaq rejected, die eindeutig klare Ziele derzeit hat, für SPY wäre das halt dann, ist wahrscheinlich das erst M. Ja, sage ich auch dazu. Irgendwo dann da unten. Ja, das passt sogar. Duck, T. Und dann geht es da runter. Auch für SPY, falls wir hier rejecten sollten. Ja. Moment. Eine Stunde. Ja. Dann ist unser nächstes Ziel für SPY 680. Ja. Einfach wieder der Retest von der Broadening Wedge. Aber auch gesagt, ja. Es schaut fantastisch aus. Und, hätte ich ja fast vergessen, VIX. Das Volatility Index Tracking, ja, habe ich ist perfekt. Ja, muss ich auch sagen. Also, so wie ich sage, August Top, Lower High, Midpoint. Der Midpoint, machen wir mal die ganzen Alarme weg. Der Midpoint hat hier angefangen. Wir haben ihn noch nicht beendet. Und ich habe auch in den letzten Videos schon gesagt, C, Lower High, mit diesem crazy Run hier, ja, war das hier unser Midpoint. Und ich habe gesagt, wenn wir hier rejecten, gehe ich im Put. Und alter Schwede. Ja, also ich hätte eigentlich angenommen, dass ich einfahre. Wirklich einfahre mit dem Puts, weil eigentlich habe ich angenommen, okay, Volatility, SpaceX wird hinaufgehen. Aber alter Schwede. Schaut euch das an. Seit Donnerstag kneift VIX. Es kneift einfach nur. Ja. Was es auch machen sollte. Ja. Dazu sei eine Warnung nur gesagt. VIX könnte jetzt sowas machen. Ja. Einfach nur, wenn man sich nur das M anschaut, dann wäre das hier Lower High MT. Ja. Wir sollten hier aber nicht mehr drüber gehen. Ja, hier drüber gehen ist No-Go, weil dann haben wir Market Crash. Aber im Großen und Ganzen, das Ziel für VIX jetzt ist, dass wir dieses M endlich abschließen. Das bedeutet hier runter, vielleicht ein kleines Hoch noch und dann runter zu 12, 13-ish. Und ganz ehrlich, das ist Market Boom. Ja? Es ist schon blöd genug, dass man den Volatility Index
Fractal tracken kann. Ist dumm. Zeigt einfach, dass die Börse nicht echt ist. Weil wie zum Teufel ist es möglich, dass ich Volatility tracken kann? Es macht keinen Sinn, wenn man das vorhersagen kann. Weil wie, wenn es ein Supply and Demand Market ist und alle Nachrichten zufällig sind und der Markt auf jeden Scheiß reagiert. Ja, ja. Okay. Fazit zu IWM, SPY und Nasdaq gebe ich nicht, weil es macht keinen Sinn, da bullish bearish zu sein. Im Großen und WIX auch nicht. Ich meine, ich würde einfach sagen, für IWM, SPY und Nasdaq bin ich eigentlich bullish. Ich glaube, wir werden jetzt noch bis Juni, Juli hinaufgehen. Ja. Für WIX bin ich deswegen natürlich bearish. Ja. Das wäre die Konklusion dafür. Gut. War ein lang genuges Video. Verdammte Scheiße. 1 Minute 40. Ich muss das noch in Englisch machen. Okay. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Erklärvideo hier. Playlist hier. Da das jetzt das große neue Roadmap-Video ist, brauche ich euch nicht das alte verlinken. Gut, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Wenn ihr kommentieren wollt, gebt mir ein Abo. Schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Wir sehen uns.